Viele zahlen jeden Monat zu viel Miete, nur weil sie eine einfache Frage nicht stellen. Sind die Nebenkosten schon drin? Heute lernst du genau solche Must-No-Fragen auf Deutsch, ganz klar und auf A2-Niveau. Das brauchst du direkt bei Besichtigungen, Telefonaten und wenn du eine E-Mail schreibst. Genau, wir geben dir Sätze, die du sofort sagen kannst, ohne lang zu suchen. Du hörst Beispiele, kleine Rollenspiele, und wir erklären Wörter wie Warmmiete, Kaution und Energieausweis. Also, los geht's, bevor du den Mietvertrag unterschreibst. Hey zusammen, schön, dass ihr da seid. Ach so, und wenn du das später üben willst, die ganze Lektion ist übrigens auf Vocabli. Okay, lass uns direkt reinstarten in die wichtigsten Fragen beim Mieten. Also, erstes Thema, das viele verwirrt, Warmmiete oder Kaltmiete. Kaltmiete ist nur die Grundmiete, Warmmiete ist Kaltmiete plus Nebenkosten, zum Beispiel Heizung und Wasser. Frag am Anfang, ist das die Warmmiete oder die Kaltmiete? Ja, und dann gleich nachhaken. Wie hoch sind die Nebenkosten jeden Monat? Manche zahlen plötzlich, 30-40% mehr, weil Heizung teuer ist. Das willst du vorher wissen, nicht erst nach dem Einzug. Und dann die Kaution, also das Geld als Sicherheit. Frag, wie hoch ist die Kaution, und kann ich sie in Raten zahlen? In Deutschland sind oft 2 bis 3 Monatskaltmieten normal, aber frag einfach konkret. Auch wichtig, gibt es eine Provision für den Makler? In Deutschland zahlt meistens die Person, die den Makler bestellt hat. Aber frag lieber, muss ich eine Provision zahlen und wie hoch ist sie? Okay, wollen wir mal ein kleines Rollenspiel machen? Du bist der Interessent, ich bin die Vermieterin. Kurz und praktisch, ja? Klar, machen wir. Hallo, ich interessiere mich für die Wohnung. Ist der Preis hier die Warmmiete oder die Kaltmiete? Guten Tag. Das ist die Kaltmiete. Die Nebenkosten sind nochmal 150 € extra, wegen Heizung und Hausreinigung. Ah, danke. Wie hoch ist denn die Kaution und kann ich die in 2 Raten zahlen? Die Kaution ist 2 Monatskaltmieten. Raten sind möglich, ja, erste Rate bei Vertragsbeginn, zweite Rate im nächsten Monat. Super. Haben Sie einen Energieausweis? Und welche Klasse hat die Wohnung? Ja, wir haben den Energieausweis. Die Wohnung hat Klasse C, also Mittel. Die Heizung ist Gas, Baujahr 2010. Okay, letzte Frage. Wie ist die Kündigungsfrist? Also, wie lange vorher muss ich kündigen? Die gesetzliche Frist ist 3 Monate. Steht auch im Mietvertrag. Möchten Sie noch etwas fragen? Nein, das war's erstmal. Danke für die Infos. Gern. Dann melden Sie sich, wenn Sie Unterlagen schicken wollen. So, und jetzt kurz erklären. Energieausweis klingt vielleicht neu. Das ist ein Dokument, das zeigt, wie sparsam die Wohnung ist, von A bis GA ist sehr gut, G ist schlecht, und schlechte Klasse heißt oft höhere Heizkosten. Ja, und genau da machen viele den Fehler. Sie schauen nur auf schöne Küche, aber nicht auf Energie und Heizung. Eine Hörerin hat mir erzählt, sie hat das ignoriert und hat dann jeden Monat viel mehr gezahlt, echt ärgerlich. Mir ist mal was Ähnliches passiert, noch in meiner ersten Wohnung. Ich hab nicht gefragt, wie wird geheizt und wer liest die Zähler ab. Am Ende kam eine saftige Nachzahlung und ich dachte nur, hätte ich einfach vorher gefragt. Darum noch ein Fragepaket, das du nutzen kannst. Wie wird hier geheizt, Gas oder Fernwärme? Gibt es Messgeräte für Heizung und Wasser? Und, gibt es aktuelle Abrechnungen, die ich sehen kann? Klingt gut. Und für die Unterlagen, die viele Vermieter wollen,
kannst du fragen, welche Unterlagen brauchen Sie? Meistens sind das Gehaltsnachweise, eine Mieterselbstauskunft und manchmal eine Bestätigung vom alten Vermieter. Genau. Und, Thema Renovierung. Viele unterschätzen das Frag, muss ich beim Auszug streichen? Darf ich bohren? Wer zahlt kleine Reparaturen bis 100 € oder so? Kurze Ministszene noch, diesmal am Telefon, okay? Ich rufe an und kläre Heizkosten und Renovierung. Du bist wieder Vermieterin. Alles klar, ich gehe ran. Hallo, hier ist die Hausverwaltung. Guten Tag. Guten Tag, hier spricht Tim Meyer. Ich habe noch 2 Fragen zur Wohnung in der Gartenstraße. Erstens, sind die Heizkosten in den Nebenkosten komplett drin? Ja, die Heizkosten sind enthalten, Warmwasser auch. Sie zahlen also eine Warmmiete plus Strom, den melden Sie selbst an. Verstanden, danke. Zweitens, wie ist das mit Renovierung beim Auszug? Muss ich die Wände weiß streichen? Nur, wenn die Wände stark benutzt sind, sonst nicht. Details stehen im Vertrag, wir besprechen das gern bei der Besichtigung um 16 Uhr. Perfekt, vielen Dank. Dann bis später. Bis später, tschüss. So, das waren jetzt viele Infos, ich weiß. Machen wir mal einen kleinen Check. Julia, kurze Quizfrage. Was bedeutet Warmmiete nochmal? Ganz einfach? Warmmiete ist Kaltmiete plus Nebenkosten, also zum Beispiel Heizung und Wasser. Und Kaution ist das Geld als Sicherheit, das man am Anfang zahlt. Richtig so? Genau so. Wenn ihr das mitnehmt, habt ihr schon die halbe Miete, im Kopf, nicht im Geldbeutel. Haha, ja. Gehen wir weiter zu Fehlern, die ich immer wieder höre. Erstens, man fragt nicht nach Lärm und Nachbarn. Einfach mal sagen, wie laut ist es hier abends? Gibt es eine Bar in der Nähe oder eine Baustelle? Oder Internet. Ganz wichtig, wenn du arbeitest oder Serien schaust. Frag, welcher Anschluss ist hier möglich, Glasfaser, Kabel oder DSL? Und, wie schnell ist das Internet, zum Beispiel 100 Mbit? Guter Punkt. Und dann noch Hausordnung, also Regeln im Haus. Frag, gibt es eine Hausordnung? Wann ist Ruhezeit, und wo stelle ich das Fahrrad ab? Ich hab noch eine kleine, Warngeschichte. Ein Bekannter ist in eine Wohnung mit Schimmel gezogen, hat es erst nach dem Einzug bemerkt. Seitdem fragt er immer, gab es hier schon mal Schimmel? Können wir die Wände im Bad sehen, auch hinter dem Schrank? Oh ja, und schau dir die Ecken und die Fensterrahmen an. Und wenn du unsicher bist, frag nach einem Übergabeprotokoll. Das ist ein Zettel mit dem Zustand der Wohnung, damit es später keinen Streit gibt. Noch was zum Preis? Und das ist für viele neu. Es gibt in manchen Städten eine Grenze, wie stark die Miete steigen darf, das nennt sich Mietpreisbremse. Wenn du unsicher bist, frag höflich, orientiert sich die Miete am Mietspiegel? Genau, und wenn du Hilfe brauchst, der Mieterverein kann beraten. Einfach sagen, ich informiere mich noch beim Mieterverein, danke. Das klingt freundlich und zeigt, dass du dich auskennst. Was ich auch mag, kleine, konkrete Bitten, bevor du unterschreibst. Zum Beispiel, könnten Sie noch den Herd prüfen lassen? Oder, wäre es möglich, das alte Sofa zu entfernen, bevor ich einziehe? Total. Und unterschätze nicht die kleinen Kosten. Manche denken, ach, ich streiche halt schnell. Aber Farbe, Werkzeug, vielleicht ein Elektriker, das wird schnell teuer. Frag also, welche Möbel bleiben? Müssen Steckdosen oder Lampen noch gemacht werden? Sollen wir noch ein zweites Mini-Rollenspiel machen? Kurze E-Mail an die Hausverwaltung? Ich schreibe, du liest vor, ja?
Okay, ich bin die Stimme der E-Mail. Leg los. Betreff: Frage zur Wohnung in der Gartenstraße. Text: Guten Tag, ich interessiere mich für die Wohnung. Könnten Sie mir bitte sagen, ob der Energieausweis vorliegt und welche Klasse die Wohnung hat? Außerdem, wie hoch sind die monatlichen Nebenkosten und ist Internet mit hoher Geschwindigkeit verfügbar? Sehr gut. Und am Ende noch, vielen Dank und freundliche Grüße. Das ist höflich und klar. Sowas hilft echt, schneller eine Antwort zu bekommen. Apropos klare Sätze, hier sind 3, die du dir merken kannst. 1. Ist das die Warmmiete oder die Kaltmiete? 2. Wie hoch ist die Kaution und kann ich in Raten zahlen? 3. Haben Sie den Energieausweis und wie ist die Klasse? Und wenn du verhandelst, bleib freundlich. Sag zum Beispiel, die Wohnung gefällt mir sehr, aber die Nebenkosten sind ziemlich hoch. Wäre es möglich, den Preis etwas zu senken, oder können wir über ein neues Thermostat sprechen? Guter Trick, ja. Manchmal ist der Preis fix, aber kleine Extras sind drin, wie ein neuer Duschkopf oder ein Schloss fürs Kellerabteil. Fragen kostet nichts. Noch ein Tipp aus der Praxis: Schau lokale Gruppen, Stadtforen oder Nachbarschafts-Apps. Leute teilen dort Erfahrungen, zum Beispiel über Lärm oder Heizung im Winter. So findest du Fragen, auf die du allein nicht kommst. Und komm vorbereitet zur Besichtigung. Mach dir eine kleine Liste im Handy. Miete, Nebenkosten, Heizung, Internet, Kaution, Kündigungsfrist, Renovierung, Hausordnung, Energieausweis. Dann vergisst du nix, auch wenn du nervös bist. Falls ein Makler dabei ist, frag ruhig, wer trägt die Provision? In Deutschland gilt oft das Bestellerprinzip, also zahlt der, der den Makler bestellt hat. Wenn du unsicher bist, lass es dir erklären. Kurz noch zum Thema Laufzeit. Manche Verträge haben eine Mindestmietdauer. Frag also, gibt es eine Mindestmietzeit und ab wann kann ich kündigen? So vermeidest du Überraschungen. Und beim Einzug unbedingt Fotos machen, direkt am ersten Tag. Sag auch bei der Übergabe, können wir bitte alles im Protokoll notieren, zum Beispiel Kratzer im Parkett? Das spart Stress am Ende. Okay, bevor wir schließen, eine Frage an euch. Welche Frage hat euch schon mal Geld gespart oder Ärger erspart bei einer Wohnung? Schreibt uns eure beste Must-No-Frage für Besichtigungen. Und wie versprochen, kleiner Abschlusstipp. Wenn dir etwas komisch vorkommt, zum Beispiel sehr hohe Nebenkosten bei schlechter Energieklasse, frag nach Belegen oder alten Abrechnungen. Höflich, aber klar, könnte ich bitte die letzte Heizkostenabrechnung sehen? Ich merk grad, wir haben viel geschafft. Warmmiete, Nebenkosten, Kaution, Energieausweis, Internet, Renovierung, Hausordnung, Kündigungsfrist. Wenn du diese Punkte abdeckst, bist du echt gut vorbereitet. Und bleib freundlich, das hilft immer. Und wie wir am Anfang gesagt haben, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Schau da gern rein und übe die Sätze in Ruhe. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, viel Erfolg bei der Wohnungssuche und stellt eure Fragen. Lieber einmal mehr als zu wenig. Macht's gut, ciao.